Liebe Bettina, ein Thema, das uns in unserer Gesprächsreihe Zukunft neu denken sehr interessiert, ist natürlich, wo wird denn Mitteleuropa oder im speziellen Fall Österreich in Zukunft wirtschaftlich stehen? Was müssen wir tun, um sozusagen konkurrenzfähig zu sein oder uns in welche Richtung entwickeln zu können? Ich glaube, gerade Österreich hat auch schon in der Vergangenheit sehr, sehr viel getan, um eine richtige Entwicklung auch voranzutreiben. Da denke ich an den Tourismus, der, glaube ich, sehr, sehr gut entwickelt ist und der für so vieles in diesem Land steht. Aber wir haben viel, viel mehr als den Tourismus. Wir haben, was Forschung und Entwicklung betrifft, ich glaube, da müssen wir weiterhin ein Augenmerk drauf legen. Wir wissen auch, dass durch diesen ganzen Digitalisierungsprozess gerade das, was Kompetenz betrifft, was Forschung betrifft, was Kreativität betrifft, hier schon in den Schulen auch angesetzt werden muss, aber später auch. Und ich glaube, dass das dieses Land immer auch ausgezeichnet hat. Deswegen haben wir auch nicht zuletzt sehr viele Hidden Champions, wo die ganze Welt auch mit sehr viel Freude auf Österreich schaut, weil wir das auch entsprechend exportieren können. Ich kann es aus unserem eigenen Bereich auch sagen, auch in der Casino-Welt war schon in den 80er Jahren, waren wir eine Unternehmensgruppe, die diese Dienstleistung auch ins Ausland exportiert haben. Warum? Nicht nur, weil wir eine besondere Lage haben in Europa immer hatten, auch zwischen Osten und Westen. Und jetzt sind wir noch immer im Herz dieses Europas. Aber weil wir auch Fähigkeiten entwickelt haben, so klein unser Land ist, so besondere Fähigkeiten konnten wir auch entwickeln. Und ich glaube, da müssen wir vor allem, was die Bildung betrifft, ein starkes Augenmerk darauf legen, dass wir nicht uns anpassen und einander, auch sieht man auch schon bei der Jugend, dass die sich nicht aneinander anpassen und die Gleichmacherei wir haben, sondern dass man schon dort schaut, wie kann man besondere Fähigkeiten. Das machen auch andere Länder. Wir wissen, dass Asien hier sehr, sehr stark im Kommen ist, Indien sehr, sehr stark im Kommen ist. Und ich glaube, dass wir da Grundkompetenzen auch bei den Jugendlichen ansetzen müssen, dass die sich dann in späterer Folge entwickeln können. Ganz, ganz wesentlich für die österreichische Wirtschaft, dass wir auch aus dem eigenen entsprechenden oder einen eigenen Pool haben, wo wir genau diese Kreativität auch wirklich hervorheben können. Die Frage, ob Wirtschaft Grenzen überhaupt kennt, sowas wie Staats- oder Landesgrenzen, ist eine Diskussion, die man immer wieder führt. Auf der einen Seite sagt man, ja, man braucht aber sowas wie ein Nation Branding, wir müssen auch für irgendwas stehen. Auf der anderen Seite sagt du, Wirtschaft kennt keine Grenzen. Also wenn dort mein Kunde ist, dann gehe ich dorthin und so weiter. Wie siehst du die Zukunft, wenn man über das denkt, was kommt da auf Mitteleuropa zu? Wirtschaft ist sicher was über die Grenzen, sonst würde sozusagen Österreich auch nicht so funktionieren, wie es funktioniert. Aber weil du das Wort Nation Branding gesagt hast, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, sozusagen die Vergangenheit mitzunehmen. Wir haben da gerade im Ausland einen unglaublich guten Ruf, was der Tourismus betrifft, was die Kultur betrifft, was die Musik betrifft. Unglaublich, mit wie viel positiver Energie man auf dieses Land schaut. Aber wir dürfen die Zukunft nicht vergessen. Und wir müssen genau dieses Thema, was vielleicht beim Nation Branding noch nicht so ganz angekommen ist, nämlich wirklich die Zukunft neu denken. Wo muss ich da wo muss ich die Schwerpunkte legen, was die Bildung betrifft? Wo muss ich die Schwerpunkte legen, was Forschung und Entwicklung betrifft? Ich glaube, da sind wir richtig am Weg, aber da ist sicher noch Potenzial nach oben, um dieses Land auch wirklich zukunftsfit zu machen im Zeitalter der Digitalisierung. Also eine Zukunft, die sozusagen beides in Betracht zieht, Tradition und Änderung und Innovation. Ich glaube, wenn man die Wurzeln nicht wirklich gut kennt und auch die Wurzeln nicht ehrt, ist eine Zukunft sehr, sehr schwer möglich. Und ich glaube, diese Verbindung ist das, was dieses Land auch immer ausgezeichnet hat. Ganz, ganz herzlichen Dank, Bettina. Dankeschön, vielen Dank.